Er spricht inzwischen besser Deutsch als ich. Rian Al-Schebel ist ein Superstar in Deutschland. Warum? Rian Al-Schebel ist 2015 von Syrien nach Deutschland geflüchtet. Damals war er 21 Jahre alt. 8 Jahre später wird er zum Bürgermeister von Ostelsheim gewählt. Ein Bürgermeister ist sozusagen der Chef einer Gemeinde. Ostelsheim ist eine kleine Gemeinde in Baden-Württemberg. Wie hat er das geschafft? Das erklärt er dir jetzt. Und am Ende hat er noch einen besonderen Tipp für dich, wie du schneller Deutsch lernen kannst. Los geht's! Herr Al-Schebel, was Sie geschafft haben, ist unglaublich. Ihr Deutsch ist perfekt. Wie haben Sie das geschafft? Also erstmal hatte ich das Glück, dass ich ziemlich schnell in den Deutschkurs gekommen war. Radio anhören, Fernsehen, YouTube ist natürlich auch eine ganz gute Gelegenheit, auch die Sprache zu lernen. Glück hatte er auch mit seinem Asylantrag. Nee, also ich gelte wirklich mehr oder weniger als Ausnahme, weil ich hatte da wirklich Glück. Also ich hatte innerhalb 6 Monate diese Anerkennung erhalten und dann ging es flott mit der Ausbildung. Da ist es ein Beispiel, das zeigt, wie Bürokratie das Schicksal von Menschen sehr stark beeinflussen kann. Schicksal ist eine höhere Macht, die unser Leben bestimmt und lenkt. Trotzdem kann man bei Rian Al-Schebel nicht nur von Glück sprechen, sondern auch von harter Arbeit. Aber hauptsächlich war es mir wichtig, jemand zu sein, der für seine Umgebung auch etwas tut. Konkretisiert hat sich dann der Traum, als ich nach Deutschland gekommen bin. Ich habe ziemlich früh gesagt, irgendwann werde ich Bürgermeister werden und daran habe ich dann gearbeitet. Ja. Bei seiner Ausbildung zum Verwaltungsfachangestellten gehört er zu den besten 5% seines Jahrgangs. Also zu den besten 5% der Menschen, die mit ihm in diesem Jahr den Abschluss gemacht haben. In dieser Zeit hat er Höhen, aber auch Tiefen. Ja klar, also jede Menge. Also kann ich kaum zählen. Also sei es jetzt beim Sprachenlernen selbst oder später bei der Ausbildung, also die verschiedenen Prüfungen, die man macht. Und dann später im Berufsleben. Oft fühlt sich Rian Al-Schebel in dieser Zeit überfordert und allein. Doch ein Gedanke motiviert ihn bis heute. Aber immer als man an die Momente gedacht hat, als man noch in diesem furchtbaren Schlauchboot saß, also wie man es damals überlebt hat, wie man es geschafft hat. Und dann war praktisch jedes Problem, das einem hier begegnet, nichts im Vergleich zu dem damaligen Erlebnis. Und so wird er mit 29 Jahren Bürgermeister von Ostelsheim. In Ostelsheim leben 2763 Menschen. Zum Vergleich, in Berlin leben fast 4 Millionen Menschen. Man könnte sagen, Ostelsheim ist ein Dorf, also eine ganz kleine Stadt, wo jeder jeden kennt. Die Vorteile, die hier sind, auch wenn es ab und zu langweilig ist, sind wirklich vielfältig. Also vor allem, man bekommt einen deutlich schnelleren Zugang in die Mehrheitsgesellschaft. Man lernt die Sprache deutlich schneller. Man hat viel größere Möglichkeiten, Freundschaften aufzubauen, die nachhaltig sind. Das hat sich bei mir alles bewahrheitet oder so. Das möchte er dir mitgeben. Ich kann nur von meiner Dorferfahrung sprechen. Das ist ein Dorf vor allem für Leute, die am Anfang Hilfe brauchen, Gold wert sein kann. Ja. Jetzt möchte ich von dir wissen, an was glaubst du, wenn es dir mal nicht gut geht? Schreib es in die Kommentare und teile deine Erfahrung mit den anderen.
Das war's und denkt dran, alles wird gut. Bis dann!